Hallo, wir sind zwei Piranhas. Hallo. Und wir machen heute stylisch, so ganz doucement, ja, wie es bei True Lies heißt. Wir haben heute Style. Oder auch nicht, ja, also, was heißt das überhaupt? A question of style. Wir sind zwei Piranhas und erzählen uns ein bisschen was über unsere Spiele. Und Style ist sowas wie Geschmack oder Design oder ja, sieht aber schön aus. Oh, das ist aber hübsch. Ach, was ist das denn? Liegt das nicht im Auge des Betrachters? Volle Kanne. Das ist volle Kanne, ne? Das ist irgendwie so, man sagt so, oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Nehmen wir mal einen Punkt raus, der sehr markant ist. Musik. Oh ja. Ja? Das ist eine Style-Frage, worauf derjenige steht. Und heute haben wir auch noch festgestellt, ne, sie hat mich gefragt, sie hat sich die Haare frisiert und steht dann, ne, sag mal, was ist denn das für eine bekloppte Musik, die du da gerade spielst? Da habe ich The Cure Radio angemacht und da sind diese ganzen schräpigen Sachen aus den 80ern. Und naja, das war damals ein Kumpel von mir, wir sind irgendwie in eine Disco gegangen und da lief dann der Kram. Ja, so ist das mit Assoziationen, ne? Eigentlich würde man sich das, wenn das heute rauskommen würde, gar nicht anhören. Es gibt 2 Lieder, die finde ich ganz cool. Und den Rest, ja, da denke ich, die singen irgendwie immer so gegen. Schräges Zeug, Killing Joke, The Mission, The Cure, was ist das alle, ne? Ja, so ein bisschen punkig, so ein bisschen schwarz angehaucht, halt, ja, The Cure-Zeugs halt, ne? Kann ich nicht so viel mit anfangen. Ne. Sisters of Mercy, ne? Ja, den habe ich mal live gesehen, ne? Der jault ja durchs Mikro, das ist ja unglaublich. Da habe ich da auch gesessen als 18-Jähriger, da war es immer, Alter, was ist das denn für ein Typ, ey? Muss man dem helfen? Braucht der Geld oder was, ne? Also, ja, aber es ist... Zahnschmerzen. Ist eine Style-Frage. Und Gleiches gilt auch für Musik in Spielen, beispielsweise, ne? Ich habe bei Elex zum Beispiel unheimlich viele unterschiedliche Musikrichtungen eingebaut und trotzdem irgendwie versucht, so einen Rahmen zu schaffen, dass sich das aus einem Guss anhört, weil es halt so unterschiedliche Settings sind, die zu einem Gesamtsetting, gemischten Setting zusammengefügt sind. Futuristische Sachen, mittelalterliche Sachen, postapokalyptische Sachen, Wüste, Lavalandschaft, der Märchenwald, meinetwegen, ja, solche Dinge. Und alles hat so seinen eigenen Style. Soll aber auch in sich dann schlüssig sein. So, ja, weil wenn es konsistent ist, wenn es irgendwie in einem Guss wirkt, wenn es wirkt, es gehört zusammen. Und nicht man dreht sich um, das sieht ja jetzt völlig anders aus als das. Dann nennt man das Stilbruch. Ja, das heißt also, so wie zum Beispiel, ich fand damals zum Beispiel das Quecksilberwasser war eine neue Technik. Da gab es diese komischen 3DFX-Karten und hast du nicht gesehen und dann kam irgendwann dieses komische Quecksilberwasser raus. So, ne? Da konnte man irgendwie flüssige, liquide Oberflächen darstellen und in Morrowind haben die das gemacht. Morrowind war ein schönes Spiel, hübsches Spiel und da drin war so ein fast realistisches Wasser drin. Ich fand das irgendwie, war ein bisschen zu realistisch. Heute hat man sich dran gewöhnt, ja, aber es ist auch so, ja, das war für mich so ein Stilbruch ein Stück weit. Irgendwie ein hochtechnisiertes, neues Feature in einer relativ noch, sag ich jetzt mal, Welt von gestern so ein bisschen, so, ne? Ja, der Rest, der war halt noch nicht so weit, ne? Der war irgendwie noch nicht so weit, so, ja. Und das sind halt so Dinge, wo man sich sagt, ja, was ist es denn jetzt? Ist eine Style-Frage. Macht man das oder macht man das nicht? Haben wir das damals verwendet? Irgendwann schon. Ich glaube, zu Gothic 3 sind wir irgendwann dahin gegangen. Aber bei Gothic 1 und 2, wo das ja auch schon kam, dieses Feature, haben wir das weggelassen. Wir haben anders Wasser dargestellt. Wir haben es nicht so fotorealistisch quecksilberartig, also richtig flüssig, liquide dargestellt. Durchsichtig und dem ganzen Kram. Haben wir nicht gemacht. Das ist eine Style-Frage. So, und jetzt kommen dann Leute und sagen so, ja, aber das sieht doch da viel besser aus. Stimmt. Aber für uns, in unseren Augen, hat sich das gebissen. Irgendwo, ne? Und das ist halt so eine Sache, will man das dann tatsächlich dann einbauen, um dann auch mit dabei zu sein oder nicht? Und das ist dann eine Style-Frage am Ende des Tages. So, wo wir schon bei Grafik sind, ne? Style ist ja so eine Sache, ihr kennt Star Wars,
Ja, und Star Wars hat halt den Darth Vader, der sieht so aus, wie der in dem Schrank steht. Und da. Ich muss irgendwie die Kamera. Jetzt gibt es verschiedene Serien, ja, wie zum Beispiel Star Wars Rebels oder Star Wars The Clone Wars. Ja, das sind so Animationsfilme. Das heißt, die haben unterschiedliche Styles. Die sind stilisiert, sagt man auch. Ja, das ist comicartig gemacht. So, das heißt, die sind eigentlich nicht mehr fotorealistisch, so wie die eigentlichen Filme, sondern die sind halt comicartig gemacht, mit kantigen Nasen und bla und so und irgendwie so schön geraden Bärten und ne. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, ist eine Stylefrage. So. Und der Darth Vader, der sieht immer anders aus. Der Darth Vader, ja, ist ja eigentlich, sollte man meinen, so ist ja eigentlich fix. Der sieht aus, wie Darth Vader aussieht. Das ist halt das Design. Das fassen die aber an bei diesen Animationsdingern. Ja, das heißt, die packen das in ihren Style. Wenn du Star Wars Rebels hast, die sind alle sehr lang gezogen, die Figuren. So. Also, ja, die sind sehr lang und dünn gehalten. Zum Beispiel diese Läufer, die Eds da oder sowas, ja, die haben immer sehr lange Beine, kurzen und so, ja. Und das Vader hat ein langgezogenes Gesicht da. Das ist ein anderer Style. Das heißt, der muss sich da einpassen. Wenn man den jetzt irgendwie so gedrungen lässt, wie der eigentlich ist, oder normal lässt, ja, dann würde das nicht passen da rein. Also macht man den dahin. Da kann man natürlich auch anderer Meinung sein. Es ist immer Geschmack. Immer. So. Deswegen ist Musik ja so ein schönes Beispiel, Ja. was da am extremsten ist, ne? Ja. Denn irgendwelche Techno-Leute und irgendwelche Rocker und irgendwelche Gothics und irgendwelche Pop-Leute da zusammenbringst irgendwie, dann sind die alle unterschiedlicher Meinung und jeder hat recht. Ja. Irgendwie schon. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, ist für dich ein stilisierter Comic-Look geiler als beispielsweise so eine realistische Grafik? Ja, das war eine Style-Frage, genau das. Und die haben Folgendes gesagt. Oh, das ist... Eigentlich spiele ich sogar lieber realistisch, muss ich sagen. Ich mag manchmal auch den Comic-Look, wie bei Overwatch. Der ist ja so ein Ticken mehr in Richtung stilisiert. Aber mehr muss es nicht unbedingt sein. Also früher gerne und ich mag auch noch gerne Pokémon und sowas, ne? So, die Klassiker. Aber mehr einfinden tue ich mich doch in den realistischen Sachen. Also, dass man da sich doch so mehr drin verliert. Wenn wir mal auf ein Spiel kommen, was ja ne, Gothic 2 zum Beispiel, ist ja eher realistischer. Hätte ich bei WoW lieber gehabt, euren Grafikstil, den ihr damals hattet, bin ich ganz ehrlich. Den fand ich cooler. Aber haben sie nicht gemacht. Ich muss sagen, nach meinen Erfahrungen, auch was ich so vertont habe, ich persönlich finde ein bisschen mehr Reality deutlich schöner. Ja, es gibt ja auch Zwischendinger. Ich bin niemand, der auf eine möglichst realistische Grafik total Wert legt. Also ich fand Zelda Wind Waker wahnsinnig geil. Völlig egal, Hauptsache gut. Ich bin völlig fasziniert davon, wie weit die Grafik schon ist, wenn es um realistisches Aussehen geht. Aber ich mag auch Uncharted. Also ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, was es ist. Also es muss natürlich zu dem passen, was es ist. Und ich glaube, gerade so im Indie-Bereich sehen wir sehr viel, was mit so einem super stilisierten Grafikstil arbeitet. Also mit einer grafischen Identität, sei es von Pixel-Look oder über Cell-Shading oder sonst was. Und ich finde das immer gut. Also ich probiere gerne auch mal irgendwie was Neues aus. Comic, ja, wenn es wirklich, ich sag mal schon fast komisch ist, ja. Aber es gibt da so japanische oder chinesische Dauergesichter, die alle einfach nur eine runde Öffnung als Mund haben und sich in allen möglichen Scheppenrichtungen bewegen. Oh nee, das ist nichts für mich. Das ist total witzig. Eigentlich mag ich nämlich realistische Grafik, spiele aber seit 17 Jahren WoW. Das eigentlich Comic-Look hat mich am Anfang irgendwie gestört, dann hat es mich aber trotzdem gepackt. Das ist total faszinierend eigentlich, ne? Aber das ist so, ja, tatsächlich mag ich eigentlich realistischere Grafik. Oh, das ist schwierig.
ich weiß nicht, ob ich eins von beiden favorisiere, weil ich finde auch das, also ich bin generell kein Grafiknarr sozusagen. Bei mir steht immer Story, Atmosphäre, immer im Vordergrund. Also natürlich abhängig vom Spiel. Ne? Bei Aufbauspielen hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt so eine riesige Story, aber ja, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann vermutlich eher realistisch. Also man kann immer unterschiedlicher Meinung sein und es ist immer eine Frage des Geschmacks desjenigen, der das sich anschaut. Ja. So. Und es ist auch noch geprägt mit der Zeit, wo sie entsteht, wann sie entsteht. Es gibt zum Beispiel sowas wie diesen 80er Jahre Far Cry Add-on irgendwas mit Blood mit Michael Biehn. Ja, ich weiß, was du meinst. So, ne? Das heißt also Far Cry 3 oder was war das? Und da gab es so ein DLC dazu. Blood Dragon, irgendwas. Ne, sowas in der Art. Ihr wisst das besser, ja? Das ist ein eigener Style, ja? Das ist so wie so Iron Sky Gedöns, so. Also Dinosaurier mit Raketen und so ein Quatsch und Laseraugen und so ein Blödsinn, ne? Bisschen Stranger Things Farben dabei. Alles, ne, so dieses lila Gedöns und, ne, also Computer, damals die komischen Boxen, die man so in solchen Arcade-Dingern, ne, in der Galeria hatte und so weiter, solche Dinge. Und das ist eine ganz, ganz klare Style-Geschichte, so. Und da hast du halt irgendwie so eine Art eigene Welt gemacht, ein eigenes Setting. Und diese Geschichten sind halt sehr eigenwillig auch, ne? Und das gefällt nicht unbedingt jedem. Nicht jeder Style kommt gut an. Ist aber auch oft mit so Nostalgiefaktoren verbunden, ne? Also ich habe häufig den Eindruck, dass wenn du es mit etwas verbindest, was die Leute schon kennen oder ein Teil der Leute schon kennt, dann wird es häufig eher angenommen. Disney ist ein schönes Beispiel, finde ich. Denn früher haben die ihre ganzen weihnachtlichen Disney-Filme irgendwie gezeichnet. So diese klassischen gemalten Sachen. Als man von damals Mickey Mouse über das gab's diese verschiedenen Schneewittchen, Dornröschen, König der Löwen und Bambi. Ach, ich weiß schon, was jetzt den kommt, ganzen Kram. Und irgendwann sind die übergegangen, das zu animieren. Und das war sehr schwierig. Das haben am Anfang die Leute nicht angenommen, weil das total fremdartig war, dem gegenüber, was vorher war, dem Gemalten. Absolut. Und das geht bei Spielen auch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mein Spiel oder meinen stilisierten Look verbinde mit etwas, was Leute schon kennen, zum Beispiel dieses irgendwie 80er-Jahre-Thema, dann haben die Leute das Gefühl, da fühle ich mich irgendwie doch schon zu Hause und nehme es leichter an. Wenn du jetzt was völlig Fremdartiges machst und neuartige Dinge miteinander verbindest, dann ist es schon ein Kunststück, das zu etablieren als etwas Neues, was einen eigenen Wert hat. Ne? Darum bietet es sich häufig an, da auch Dinge miteinander zu verbinden, die man schon ein bisschen kennt. Ne? Und sei es Farbgebung oder sowas in der Art, ne? Dass du das Gefühl hast, irgendwie, ja, da ist ein neuer Look, aber die kommt mir irgendwie trotzdem vertraut vor. Das kann dann funktionieren. Dishonored zum Beispiel fand ich sehr gelungen. Ist stark stilisiert, und auch überzeichnet an vielen Stellen, hat aber die haben solche Scheißhausdeckel als Hände und große Köpfe und so, ja. Aber es passte sehr gut alles ineinander und passte auch zum Setting und da hatte ich überhaupt gar keine Probleme, mich einzufinden. Wo zum Beispiel ich persönlich mit Borderlands am Anfang wirklich Probleme hatte, überhaupt zu erkennen, wo Tiefe da ist. Ne, und es gab Leute, die fanden das von Anfang an super. Und ich musste mich einspielen, um zu raffen, was sehe ich hier überhaupt. Die haben sehr viel mit Outlines gearbeitet, ne, dass man immer einen Rahmen hat, um die Figuren und solche Dinge, ne, dass halt so Nasenfalten und so weiter halt immer sehr stark schwarz gezeichnet sind oder dunkel gezeichnet sind, so diese Outlines-Geschichten. Das ist natürlich so ein Stil, das ist natürlich sehr krass. Das ist sehr extrem, sage ich jetzt mal. Trotzdem sind die schon ziemlich brutal, diese Spiele, und von den Animationen her und von den Bewegungen und von dem, was da passiert, eigentlich recht realistisch. So, na? Da gibt's natürlich auch so viele Indie-Games, die sehr viel stilisierte Sachen verwenden oder auch sehr viele Spiele, die sehr viel realistische Grafik verwenden und die miteinander mischen und solche Dinge. Ja?
Und das ist halt immer so die Frage, ist es ein Stilbruch oder nicht? Den schönsten Wald, den ich mal gesehen habe, der war bei Vanishing of Ethan Carter. So, zu der Zeit. Die Figuren allerdings, die waren ein bisschen stilisiert noch. So. Und das passte irgendwie nicht zusammen, so, ne? Das war cool, keine Frage, aber man hat schon gemerkt, ja, okay, das ist jetzt was anderes, das ist ein anderer Stil, so, ne? Finde ich nicht schlimm, ich finde das trotzdem cool, so, ja? Aber man merkt solche Sachen schon, wir haben das auch in unseren Spielen. Ja, absolut, wir haben auch zum Beispiel überproportional große Hände häufig und so, oder Waffen und so, und einige Sachen sind halt stärker akzentuiert als andere und geben dann einen eigenen Stil her. Man kann solche Brüche nämlich auch als Stilmittel verwenden, um zum Beispiel verschiedene Dinge hervorzuheben. Oder um Sachen, die nicht wie in der realistischen Welt funktionieren, anders auch darzustellen. Ne? Das heißt, etwas sieht anders aus hier in der Umgebung. Aha, damit kann ich etwas tun. Oder, was weiß ich, gibt es 1000 Möglichkeiten, wie man das benutzen kann. Und auch das funktioniert in Spielen hervorragend. Ja. Ja, gut. Style-Frage. Community-Frage. Hast du eine? Ganz sicher. Diese Frage finde ich etwas schwierig zu verstehen, aber ich lese sie einfach mal vor. Pass auf. Frage zum Weltdesign. Wird auch die Größe der Map vorher festgelegt? Nee, jetzt finde ich die einfach. Oder erschließt die sich mit dem Level und dem Weltdesign? Ist die Frage. Also, machen wir es mal im Makrokosmos, ja? Das bedeutet ein Lager, ja? Ein Dörfchen, eine Gemeinschaftsgedöns-Location, wie auch immer. Die kann unterschiedlich aussehen. Entweder du machst da einfach ein Lager, ein Lieferantenüberfall. Das heißt, dass irgendeiner mit seinem Bollerwagen da überfallen worden ist. Dann liegt alles in der Gegend rum. Dann kann man Items sammeln und die Leiche liegt da in der Ecke, die geplündert worden ist. Das ist eine kleine Mini-Location. So, die kann man jetzt designen und kann sagen, so, das ist eine Mini-Location. Da braucht man vielleicht jetzt nicht unbedingt auch noch ein Artwork dafür, wie die genau aussieht und so weiter. Solche Dinge ergeben sich sehr schnell, so Mini-Locations. Da hat man aber jetzt so ein Lager. Da sagt man irgendwie, wie viele Hütten stehen denn da? Wie viele Häuser müssen da hin? Ne? Wie groß müssen diese Häuser sein? Und wie verschachtelt sind die? Antigua zum Beispiel, bei Risen, in der Risen-Reihe haben wir ab und zu mal Antigua besuchen dürfen. Das sind 3 Häuser. Ja, aber die sind so miteinander verschachtelt, dass du da locker flockig irgendwie 20, 30 NPCs verteilen kannst. Oder noch mehr, die mit dir reden. Da hat jeder so seine Ecke und so weiter. So, ja? Und wenn man sowas dann designt und sagt, so genau konkret soll das aussehen, dann kriegt man auch genau konkret sowas. Das muss dann aber auch ganz genau festlegen und vorgeben vom Design her, vom Story-Design. Sonst kriegst du nämlich, wenn du 3 Hütten dahin machst, 15. Das kommt automatisch. Ach, da habe ich hier noch und dann könnte man noch und so. Ihr habt ja Ambient-NPCs, dann rennen da halt irgendwelche Ambients rum, völlig wurscht. Und dann und auf einmal hast du dann so einen riesen Moorloch. Ne? Ja, und es werden auch gerne irgendwelche Mini-Location-Dinge da dran geklebt und dann wird's größer. Dann wird's größer. Dann hast du auf einmal noch ein Schiff, das ist auch begehbar und hat Räume. Dann hast du auf einmal noch irgendwie da eine abgebrannte Hütte, die da vorher gar nicht war. Und dann kann es sein, dass es das Designerherz wuchert. Das heißt, wie wird die Welt festgelegt? Die Welt wird festgelegt anhand des Weltdesigns, ja, wo welche Locations sind. Zum Beispiel die Fraktionen, die geben sehr viel vor, wann, wo, wie, was so da zu sehen ist. Ne? Und diese ganzen Geschichten schreibt man auf und sagt, hier kommen die Typen hin. Dann schreibt man auch hin, wie viele Leute da rumlaufen, aber da muss man sich aber auch dran halten, wie viele Häuser sind das denn, wie viele Ebenen. Ich habe jetzt hier mal die Ebene ein bisschen größer gemacht und bla und so weiter. Das wuchert. Das ist unterschiedlich. Aber die Welt, wie groß die ist, die wird am Anfang festgelegt, abgesteckt, einmal abgelaufen, zu sagen, okay, hier kommt die Location hin, hier die. Und in dem Rahmen bewegt man sich dann. Dann wird die nicht nur noch größer. Wenn man dann merkt, man hat zu wenig Zeit an einigen Stellen, gibt es einige Areale, wo jetzt vielleicht nicht so viel passiert, die rücken dann vielleicht manchmal ein bisschen zusammen. So, ja.
Und dann sagt man irgendwie, hier könnte man noch einen Berg hinmachen, hier könnte man noch vielleicht irgendwie ein bisschen zusammenrücken und da und so weiter. Aber so die Dimension, wie groß die Welt an sich sein darf, die wird sehr früh festgelegt. Und in dem Rahmen muss man sich dann bewegen, sonst ufert es aus. Das skaliert man auch nicht mehr, irgendwann. Irgendwann legt man sich fest auf irgendwelche Größen und Weiten und so weiter. Die legst du einmal fest und dann bleibt die auch so. Auch auf die Gefahr hin, dass man Längen hat an einigen Stellen. Oder dass man sagt irgendwie, ja, hier ist aber ein bisschen kurz, hier ist ein bisschen wenig. Eigentlich müsste die Distanz an der Stelle ein bisschen größer sein. Da muss man dann damit leben, wenn man fertig werden will. So, das ist zumindest unsere Art, damit umzugehen. Es gibt vielleicht auch andere Teams, die das anders regeln, aber wir machen das so. Gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Bytes TV. Tschüss, bis dann. Dankeschön, tschüss. Next.